Lektion 1: Unterkunft buchen. Hallo Anna, ich brauche Hilfe bei der Buchung einer Unterkunft für meine bevorstehende Reise. Natürlich helfe ich Ihnen gerne weiter. Welchen Ort planen Sie zu besuchen? Ich denke darüber nach, für ein Wanderabenteuer in die Berge zu gehen. Ich möchte eine gemütliche Unterkunft. Das klingt wunderbar. Suchen Sie ein Hotel, eine Hütte oder vielleicht einen Campingplatz. Ich würde eine Hütte bevorzugen. Es wäre schön, ein rustikales Erlebnis inmitten der Natur zu haben. Tolle Wahl. Hütten sorgen oft für eine einzigartige Atmosphäre. Wie viele Personen werden sich Ihnen anschließen? Nur ein paar Freunde, es wird also eine kleine Gruppe sein. Nach dem Wandern brauchen wir genügend Platz zum Entspannen. Perfekt. Ich empfehle, nach Hütten zu suchen, die über eine Küche verfügen. Es ist praktisch, um gemeinsam Mahlzeiten zuzubereiten. Das ist ein guter Punkt. Das Kochen in einer Hütte würde das Erlebnis heimeliger machen. Kennen Sie Websites zur Buchung von Hütten? Ja, es gibt mehrere. Finzites wie Eben und VR-Büro sind auf Ferienunterkünfte, einschließlich Hütten, spezialisiert. Ich habe davon gehört. Denken Sie, dass es besser ist, früh zu buchen oder auf Last-Minute-Angebote zu warten? Es hängt von der Jahreszeit ab. Wenn Sie zu Stoßzeiten reisen, ist eine frühzeitige Buchung ratsam, um sich die besten Optionen zu sichern. Das macht Sinn. Auf eine gute Hütte möchte ich nicht verzichten. Was ist mit Bewertungen? Lesen Sie immer die Bewertungen. Sie geben Einblicke früherer Gäste in die Sauberkeit und Ausstattung. Das ist ein hilfreicher Rat. Gibt es bestimmte Annehmlichkeiten, auf die ich in einer Hütte achten sollte? Achten Sie auf Funktionen wie einen Kamin, WLAN und einen Außenbereich. Auch ein Whirlpool kann eine luxuriöse Ergänzung sein. Ein Whirlpool klingt nach einem langen Wandertag einladend. Das werde ich auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Überprüfen Sie außerdem die Nähe der Hütte zu Wanderwegen. Die Nähe zur Natur erleichtert das Erkunden. Gute Idee. Am liebsten würde ich aufwachen und direkt zu einer Wanderung aufbrechen. Wie sieht es mit den Stornierungsbedingungen aus? Überprüfen Sie diese immer vor der Buchung. Einige Orte bieten eine flexible Stornierung an, während an anderen möglicherweise strengere Richtlinien gelten. Ich werde das unbedingt überprüfen. Es ist wichtig, meine Optionen zu kennen, falls sich Pläne ändern. Glaub, es gibt Ihnen Sicherheit bei der Planung Ihrer Reise. Sind Sie von den Wanderwegen begeistert? Ja, ich habe gehört, dass es einige atemberaubende Ausblicke gibt. Ich kann es kaum erwarten, die Gegend zu erkunden. Du wirst es leben. Wandern in den Bergen kann ein tolles Erlebnis sein. Vergessen Sie nicht, viele Fotos zu machen. Das werde ich nicht. Das Einfangen der Landschaft ist ein Muss. Irgendwelche Tipps zum Wandern in den Bergen? Tragen Sie immer geeignete Wanderschuhe und nehmen Sie ausreichend Wasser mit. Legen Sie mehrere Schichten Ihrer Kleidung an, um sich an wechselndes Wetter anzupassen. Das sind tolle Tipps. Ich werde auf jeden Fall entsprechend einpacken. Haben Sie einen Lieblingsbergweg? Ich liebe den Pine Ridge Trail. Es bietet atemberaubende Ausblicke und ist für verschiedene Schwierigkeitsgrade geeignet. Das klingt perfekt. Ich werde es nachschlagen. Danke für all deine Hilfe, Anna. Ich fühle mich jetzt besser auf die Planung meiner Reise vorbereitet. Jederzeit. Ich freue mich auf Ihr Abenteuer und kann es kaum erwarten, alles darüber zu erfahren. Lektion 2: Steigern Sie Ihre Fitness. Hallo Anna, ich verstehe, dass es wichtig ist, für dein Fitnessprogramm in gute Schuhe zu investieren. Hilf. Das richtige Schuhwerk kann einen großen Unterschied in Bezug auf Komfort und Leistung beim Training machen. Auf welche Eigenschaften sollte ich bei der Auswahl von Fitnessschuhen achten? Überlegen Sie zunächst, welche Art von Übung Sie durchführen werden. Laufschuhe bieten beispielsweise einen anderen Halt als Cross-Training-Schuhe.
Das macht Sinn. Ich habe vor, eine Mischung aus Laufen und etwas Krafttraining zu machen. Soll ich für jeden einzelne Schuhe bekommen? Es ist eine gute Idee, spezielle Schuhe für das Laufen und Crosstraining zu haben. Auf diese Weise erhalten Sie für jede Aktivität die richtige Unterstützung. Wie sieht es mit der Dämpfung aus? Wie wichtig ist das bei Fitnessschuhen? Besonders beim Laufen ist die Dämpfung von entscheidender Bedeutung. Es absorbiert Stöße und schützt Ihre Gelenke. Suchen Sie nach Schuhen mit guter Dämpfung, wenn Sie häufig laufen. Habe es. Ich habe auch gehört, wie wichtig die Passform ist. Wie erkenne ich, ob ein Schuh richtig passt? Eine richtige Passform bedeutet, dass zwischen Ihrem längsten Zeh und dem Ende des Schuhs etwa eine Daumenbreite Platz ist. Ihre Ferse sollte sich fest anfühlen, ohne zu verrutschen. Das klingt einfach. Gibt es bestimmte Marken, die Sie empfehlen? Es gibt mehrere renommierte Marken wie Nike, Adidas und New Balance. Probieren Sie am besten verschiedene Stile aus, um herauszufinden, welcher sich für Sie am besten anfühlt. Ich werde sie mir ansehen. Wie sieht es mit der Lebensdauer von Fitnessschuhen aus? Wann sollte ich sie ersetzen? Im Allgemeinen sollten Laufschuhe je nach Gewicht und Laufstil alle 300 bis 500 Meilen ausgetauscht werden. Zu den Verschleißerscheinungen gehören verminderte Dämpfung und sichtbare Schäden. Das ist gut zu wissen. Ich möchte mein Glück nicht mit abgenutzten Schuhen aufs Spiel setzen. Habt ihr Tipps zum Einlaufen neuer Schuhe? Ja, beginnen Sie damit, sie nur für kurze Zeit zu tragen. Erhöhen Sie die Zeit schrittweise, während Sie sich an Ihre Füße anpassen. Vermeiden Sie es, sie sofort für lange Läufe zu tragen. Das ist ein hilfreicher Rat. Ich habe diesen Fehler schon einmal gemacht und hatte Blasen. Blasen können schmerzhaft sein. Das Tragen feuchtigkeitsableitender Socken kann auch dazu beitragen, die Reibung zu verringern und Ihren Füßen ein angenehmes Das Tragegefühl werde zu ich mir verleihen. merken. Welche andere Ausrüstung ist Ihrer Meinung nach für ein Fitnessprogramm unerlässlich? Neben Schuhen ist auch gute Trainingskleidung wichtig. Suchen Sie nach atmungsaktiven, feuchtigkeitsableitenden Stoffen, die Bewegungsfreiheit ermöglichen. Komfort ist der Schlüssel. Ich finde, dass die richtige Kleidung mich zu mehr Bewegung motivieren kann. Beruf. Sich in Ihrer Ausrüstung wohlzufühlen, kann Ihr Selbstvertrauen stärken. Haben Sie sich Fitnessziele gesetzt? Mein Ziel ist es, in ein paar Monaten einen 5 km-Lauf zu laufen. Ich möchte meine Ausdauer und mein allgemeines Fitnessniveau verbessern. Das ist ein tolles Ziel. Das Befolgen eines Trainingsplans kann Ihnen dabei helfen, Ihre Ausdauer schrittweise aufzubauen. Ich werde auf jeden Fall nach einem Plan suchen. Haben Sie Lieblingstrainings-Apps oder Ressourcen? Ja, Apps wie Strava oder Couch to 5K können sehr hilfreich sein. Sie bieten strukturierte Trainingseinheiten an und verfolgen Ihre Fortschritte. Ich schätze diese Empfehlungen. Wenn ich meine Fortschritte verfolge, bleibe ich motiviert. Es ist eine großartige Möglichkeit zu sehen, wie weit Sie gekommen sind. Außerdem können Sie sich für zusätzliche Ermutigung mit Freunden vernetzen. Lektion 3: Pflege von Haustieren. Hi Anna, pflegst du deine Katze? Ja, ich bürste ihr Fell regelmäßig, um es gesund und frei von Verfilzungen zu halten. Es hilft auch, den Haarausfall zu reduzieren. Das ist klug. Ich habe gehört, dass die Verpflege besonders bei langhaarigen Rassen wichtig ist. Was für einen Pinsel verwendest du? Ich verwende einen glatteren Pinsel. Es eignet sich hervorragend zum Entfernen von losem Fell und zur Vorbeugung von Verfilzungen. Ich habe auch einen Kamm für Ihre Ein glatterer Unterwolle. Pinsel klingt effektiv. Wie oft bürstest du sie? Ich versuche, sie mindestens zweimal pro Woche zu bürsten. Während der Fellsaison mache ich es vielleicht jeden Tag, um mit dem Fell Schritt zu halten. Das macht Sinn. Hat Ihre Katze Freude daran, gepflegt zu werden? Das tut sie. Zuerst war sie etwas zögerlich, aber jetzt scheint sie die Aufmerksamkeit zu lieben. Für uns ist es ein verbindendes Erlebnis. Das ist wunderbar. Tun Sie sonst noch etwas, um sie gesund zu halten? Ja, regelmäßige Kontrollen beim Tierarzt sind unerlässlich.
Außerdem achte ich darauf, dass sie sich ausgewogen ernährt und viel frisches Wasser hat. Die Ernährung ist für Haustiere von entscheidender Bedeutung. Was für Futter gibst du ihr? Ich füttere sie mit hochwertigem Trockenfutter für Katzen und gelegentlich auch mit Nassfutter als Leckerli. Es ist wichtig, Lebensmittel zu wählen, die ihren Ernährungsbedürfnissen entsprechen. Ich habe von den Vorteilen von Nassfutter gehört. Es kann bei der Flüssigkeitszufuhr helfen, oder? Der Nassfutter enthält mehr Feuchtigkeit, was besonders für Katzen, die nicht genug Wasser trinken, von Vorteil ist. Das ist ein guter Punkt. Ich sollte das für mein eigenes Haustier in Betracht ziehen. Wie halten Sie Ihre Katze aktiv? Ich spiele täglich mit ihr und benutze Spielzeuge wie Federstäbe und Laserpointer. Es hilft ihr, körperlich fit und geistig stimuliert zu bleiben. Das hört sich nach lustigen Aktivitäten an. Lässt du sie überhaupt nach draußen gehen? Ich lasse sie nicht frei draußen herumlaufen. Es ist sicherer, sie drinnen zu lassen, aber ich gehe mit ihr mit einem Geschirr spazieren. Ein Geschirr klingt nach einer tollen Idee. Dadurch kann sie ohne das Risiko von Outdoor-Gefahren auf Entdeckungsreise gehen. Ja, es macht ihr Spaß. Für sie ist es eine gute Möglichkeit, die Außenwelt sicher zu erleben. Haben Sie darüber nachgedacht, sich ein Haustier anzuschaffen? Ich habe. Ich denke darüber nach, einen Hund zu adoptieren. Ich denke, es wäre eine lohnende Erfahrung, aber ich möchte sicherstellen, dass ich bereit bin. Das ist aufregend. Hunde brauchen viel Aufmerksamkeit und Bewegung. Haben Sie verschiedene Rassen erforscht? Ja, ich suche nach Rassen, die sich gut für Erstbesitzer eignen. Ich möchte jemanden, der freundlich und anpassungsfähig ist. Das ist klug. Betrachten Sie Rassen wie Labrador, Retriever oder Golden Retriever. Sie sind für ihre freundliche Art bekannt. Das sind tolle Vorschläge. Ich möchte auch aus einem Tierheim adoptieren. Es fühlt sich gut an, einem Hund eine zweite Chance zu geben. Das ist wunderbar. In Tierheimen gibt es oft viele liebevolle Haustiere, die ein Zuhause suchen. Es ist eine großartige Möglichkeit, etwas zu Ich bewirken. stimme zu. Ich werde bald einige örtliche Tierheime besuchen. Haben Sie Tipps für einen neuen Hundebesitzer? Geduld ist der Schlüssel. Es braucht Zeit, bis sich ein Hund an ein neues Zuhause gewöhnt hat. Wichtig sind auch konsequentes Training und Sozialisierung. Das werde ich mir merken. Ich möchte ein positives Umfeld für mein zukünftiges Haustier schaffen. Du wirst es großartig machen. Die Bindung, die sie eingehen werden, wird unglaublich lohnend sein. Haustiere bringen so viel Freude in unser Leben. Lektion 4: Ein Wanderabenteuer planen. Hallo Anna, ich würde dich gerne irgendwann auf eine Wanderung begleiten. Das wäre großartig. Wandern ist eine wunderbare Möglichkeit, die Natur zu genießen und aktiv zu bleiben. Wo willst du hin? Ich habe von einem schönen Wanderweg in der Nähe des Sees gehört. Es soll eine atemberaubende Aussicht haben. Das klingt perfekt. Seeuferwege bieten in der Regel malerische Panoramen. Sind Sie schon einmal dort gewandert? Nein, das habe ich nicht. Ich freue mich darauf, neue Wege zu erkunden. Glaubst du, dass es für Anfänger geeignet ist? Ja, absolut. Der Weg hat einen mittleren Schwierigkeitsgrad und ist daher sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Wanderer ideal. Das ist beruhigend. Was sollte ich für unsere Wanderung mitbringen? Es ist wichtig, etwas Wasser einzupacken, um hydriert zu bleiben, sowie Snacks wie Energieriegel oder Obst für einen Energieschub. Gute Idee. Ich werde auch darauf achten, bequeme Schuhe zu tragen. Gibt es noch etwas, das ich beachten sollte? Definitiv. Bringen Sie für kleinere Verletzungen einen kleinen Ersthilfkasten mit und vergessen Sie nicht Sonnencreme, um Ihre Haut vor UV-Strahlen zu schützen. Ich werde das zu meiner Liste hinzufügen. Was ist mit Kleidung? Sollte ich mich in Schichten kleiden? Ja, es ist sinnvoll, sich in Schichten anzuziehen. So können Sie sich beim Wandern an wechselnde Temperaturen anpassen. Auch eine leichte Jacke ist hilfreich. Das macht Sinn. Ich werde auch die Wettervorhersage im Auge behalten. Um wie viel Uhr sollten wir Ihrer Meinung nach anfangen?
Der frühe Morgen ist am besten. Es ist kühler und Sie haben mehr Zeit, den Weg zu genießen, ohne sich gehetzt zu fühlen. Hört sich gut an. Ich liebe die frühmorgendliche Atmosphäre in der Natur. Es ist friedlich und erfrischend. Ja, außerdem können Sie vielleicht einen Blick auf die erwachende Tierwelt erhaschen. Es ist einer meiner Lieblingsabschnitte beim Wandern. Das ist aufregend. Wandern Sie normalerweise mit Freunden oder alleine? Ich genieße beides. Wandern mit Freunden macht Spaß, weil man die Erfahrung teilen kann, aber allein Wanderungen können sehr introspektiv sein. Ich kann die Vorteile von beidem erkennen. Ich freue mich darauf, diese Wanderung mit Ihnen zu teilen. Haben Sie Lieblingswanderplätze? Ja, ich liebe den Pinegrove Trail. Es ist etwas anspruchsvoller, aber die Aussicht vom Gipfel ist atemberaubend. Das würde ich auch gerne mal ausprobieren. Wie lange dauert die Fertigstellung normalerweise? Die Dauer beträgt je nach Tempo etwa 4 bis 5 Stunden. Die atemberaubende Landschaft oben lohnt sich. Das klingt nach einem Abenteuer. Dafür muss ich ein bisschen trainieren. Habt ihr Tipps fürs Training? Beginnen Sie mit kürzeren Wanderungen, um Ihre Ausdauer zu stärken. Es kann auch hilfreich sein, Gehen oder Laufen in Ihre Routine zu integrieren. Das werde ich unbedingt tun. Ich möchte für unsere Wanderungen gut vorbereitet sein. Was macht Ihnen am Wandern am meisten Spaß? Ich liebe das Erfolgserlebnis beim Erreichen des Gipfels und die Möglichkeit, vom Alltag abzuschalten. Die Natur hat eine beruhigende Wirkung. Ich stimme voll und ganz zu. Es ist eine großartige Möglichkeit, neue Energie zu tanken. Gibt es eine bestimmte Wanderausrüstung, die Sie empfehlen? Um Ihre Vorräte bequem transportieren zu können, ist ein guter Rucksack unerlässlich. Außerdem können Trekkingstücke für Stabilität auf unebenem Gelände sorgen. Ich werde mir das ansehen. Die richtige Ausrüstung kann das Wandererlebnis erheblich verbessern. Absolut. Es erhöht Ihren Komfort und Ihre Sicherheit auf dem Trail. Ich kann unsere Wanderung kaum erwarten. Lektion 5: Empfehlungen für romantische Komödien. Hallo Anna, ich bin ein großer Fan romantischer Komödien. Habt ihr Empfehlungen für ein gutes? Absolut. Einer meiner Favoriten ist Wen Harry met Sally. Es ist ein Klassiker, der auf humorvolle Weise Freundschaft und Liebe thematisiert. Davon habe ich gehört. Was macht es so besonders? Die Dialoge sind witzig und nachvollziehbar. Außerdem ist die Chemie zwischen den Hauptdarstellern fantastisch. Es fängt wirklich die Höhen und Tiefen von Beziehungen ein. Das klingt verlockend. Ich liebe Filme, die echt wirken. Gibt es neuere romantische Komödien, die Sie vorschlagen würden? Der Razi Richards ist ein entzückender aktueller Film. Es verbindet Romantik mit Familiendynamik und kulturellen Elementen und ist erfrischend. Das habe ich gesehen. Die Bilder waren atemberaubend und die Geschichte fesselnd. Hattest du einen Lieblingscharakter? Der Charakter von Rachel hat mir sehr gut gefallen. Ihre Reise der Selbstfindung und des Umgangs mit kulturellen Unterschieden war inspirierend. Ich stimme zu. Sie war zu ordnbar und stark. Was ist mit dem Humor in diesem Film? Es ist ausgewogen. Der Humor kommt sowohl von den Situationen als auch von den Charakteren, was der Geschichte Tiefe verleiht. Das ist wichtig in einer romantischen Komödie. Es hält die Stimmung locker und ist dennoch bedeutungsvoll. Irgendwelche anderen Empfehlungen? The Proposal ist ein weiterer großartiger Film. Die Chemie zwischen Sandra Bullock und Ryan Reynolds stimmt und die komödiantischen Momente sind urkomisch. Ich liebe ihre Dynamik. Was ist die Prämisse dieses Films? Es geht um eine kanadische Führungskraft, die ihre Assistentin davon überzeugt, sie zu heiraten, um einer Abschiebung zu entgehen. Die Handlung führt zu unerwarteten romantischen Klingt Entwicklungen. unterhaltsam. Glauben Sie, dass romantische Komödien die Liebe realistisch darstellen? Sie übertreiben oft Situationen, um eine komödiantische Wirkung zu erzielen,
aber sie erfassen die Essenz von Liebe und Beziehungen, einschließlich der Herausforderungen. Das ist ein berechtigter Punkt. Manchmal ist es schön, in eine idealisiertere Version der Liebe zu flüchten. Was ist mit älteren romantischen Komödien? Notting Hill ist ein wunderschöner Film aus den späten 90ern. Es erzählt die Geschichte eines Buchhändlers, der sich in eine berühmte Schauspielerin verliebt. Daran erinnere ich mich. Der Charme der Kulisse und der Charaktere macht es unvergesslich. Was ist deine Lieblingsszene? Die Szene, in der sie sich zum ersten Mal treffen, ist ikonisch. Es ist sowohl unangenehm als auch süß und gibt den Ton für ihre Beziehung vor. Ich liebe diese Momente. Sie verleihen dem Film Authentizität. Glauben Sie, dass romantische Komödien mit der Zeit gehen? Ja, auf jeden Fall. Viele moderne Filme sind umfassender und vielfältiger und spiegeln ein breiteres Spektrum an Liebesgeschichten und Erfahrungen wider. Das ist ein positiver Trend. Für Filme ist es wichtig, unterschiedliche Perspektiven auf die Liebe darzustellen. Haben Sie bestimmte Themen, die Ihnen gefallen? Ich schätze Geschichten, die neben Romantik auch persönliches Wachstum hervorheben. Es ist inspirierend zu sehen, wie sich die Charaktere im Laufe des Films weiterentwickeln. Ich stimme zu. Es macht die romantische Reise bedeutungsvoller. Gibt es Themen, die Sie weniger ansprechend finden? Ich bin kein Fan von Klischees, wie Liebe auf den ersten Blick ohne jegliche Charakterentwicklung. Es fühlt sich unrealistisch und vorhersehbar an. Das ist verständlich. Ich bevorzuge Geschichten, die echte Verbindungen zwischen den Charakteren herstellen. Es verleiht der Romantik Tiefe. Ja, eine Geschichte, in der es darum geht, wie aus Freundschaft Liebe wird, kann sehr berührend sein. Es fühlt sich authentischer an. Lektion 6: Aufgaben und Verantwortlichkeiten. Hey Anna, hast du schon die Wäsche gewaschen? Nein, ich bin noch nicht dazu gekommen. Es liegt immer noch im Korb und wartet auf mich. Ich verstehe. Manchmal fühlt es sich so an, als könnten sich die Aufgaben häufen. Haben Sie einen bestimmten Tag zum Wäschewaschen? Normalerweise versuche ich es am Wochenende, wenn ich mehr Zeit habe. Es ist leichter zu bewältigen, wenn ich nicht in Eile bin. Das ist ein kluger Ansatz. Unter der Woche wasche ich oft Wäsche, aber es kann chaotisch sein. Ich kann es mir vorstellen. Der Wochentag kann mit Arbeit und anderen Aufgaben hektisch sein. Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, Ihre Aufgaben zu planen? Ich habe. Ich denke, die Erstellung eines Reinigungsplans könnte mir helfen, organisiert zu bleiben. Was eignet sich Ihrer Meinung nach am besten, um den Überblick zu behalten? Ich finde es hilfreich, einen Planer oder eine App zu verwenden. Sie können Erinnerungen für bestimmte Aufgaben einrichten, um die Verantwortung zu übernehmen. Das klingt praktisch. Ich werde die Verwendung einer App in Betracht ziehen. Welche anderen Aufgaben erledigen Sie normalerweise am Waschtag? Ich putze oft das Badezimmer und staube das Wohnzimmer ab. Es ist ein schönes Gefühl, danach einen aufgeräumten Raum zu haben. Das tut es. Eine saubere Umgebung kann Ihre Stimmung wirklich verbessern. Haben Sie Tipps, wie Sie die Hausarbeit angenehmer gestalten können? Das Hören von Musik oder Podcasts beim Putzen kann mehr Spaß machen. Es hilft, die Zeit schneller zu vergehen. Tolle Idee. Ich liebe es, Hörbücher zu hören. Ich sollte das versuchen, während ich Hausarbeiten erledige. Wie sieht es mit Ihrer Wäscheroutine aus? Ich unterteile meine Kleidung in Weiß, Dunkel- und Feinwäsche. Es verhindert das Ausbluten der Farben und sorgt dafür, dass alles frisch aussieht. Das ist eine gute Angewohnheit. Manchmal vergesse ich, meine Kleidung zu sortieren. Haben Sie jemals versehentlich etwas geschrumpft? Ja, ich habe einmal versehentlich einen Pullover in heißem Wasser gewaschen. Es ist deutlich geschrumpft. Jetzt kontrolliere ich immer die Etiketten. Lektion gelernt. Ich werde mit den Waschanweisungen vorsichtiger sein. Gibt es weitere Wäschetipps, die Sie empfehlen? Die Verwendung von Weichspüler kann dazu beitragen, dass Ihre Kleidung weich bleibt und frisch riecht. Verwenden Sie einfach nicht zu viel, ein wenig reicht weit. Das werde ich mir merken. Was machen Sie normalerweise mit Kleidung, die Sie nicht mehr tragen?
Ich spende sie für wohltätige Zwecke oder verschenke sie an Freunde. Es ist eine großartige Möglichkeit, Ordnung zu schaffen und gleichzeitig anderen zu helfen. Das ist eine wunderbare Idee. Damit sollte ich auch anfangen. Es fühlt sich gut an, Kleidung ein zweites Leben zu schenken. Sylwuf. Außerdem trägt es dazu bei, Abfall zu reduzieren. Haben Sie schon einmal versucht, Ihren Kleiderschrank zu organisieren? Letzten Monat habe ich eine große Reinigung durchgeführt. Ich habe alles nach Kategorien sortiert, was das Auffinden erleichtert. Das ist eine tolle Strategie. Normalerweise ordne ich nach Farben. Es ist optisch ansprechend und erleichtert die Auswahl der Outfits. Sortieren nach Farben hört sich gut an. Vielleicht versuche ich es beim nächsten Mal. Wie oft durchsuchen Sie Ihren Kleiderschrank? Ich mache jede Saison eine gründliche Kontrolle. Es hilft mir, nur das zu behalten, was ich wirklich trage und liebe. Das ist eine gute Praxis. Ich neige dazu, Kleidung zu lange festzuhalten. Ich sollte entschlossener sein. Manchmal fällt es schwer, loszulassen, aber wenn man etwas ein Jahr lang nicht getragen hat, ist es vielleicht an der Zeit, sich davon zu trennen. Lektion 7. Nach Schnittchen suchen. Hi Anna, das klingt perfekt. Glauben Sie, dass es Rabatte gibt? Es lohnt sich auf jeden Fall, den Verkäufer zu fragen. In vielen Geschäften gibt es laufende Werbeaktionen, die nicht beworben werden. Das ist ein guter Punkt. Manchmal kann eine bloße Anfrage zu unerwarteten Einsparungen führen. Hast du das schon einmal gemacht? Ja, ich habe schon einiges gespart, indem ich einfach nachgefragt habe. Einmal bekam ich 20% Rabatt auf einen Pullover, nur weil ich nach dem Angebot gefragt Das hatte. ist beeindruckend. Es ist mir immer etwas unangenehm, nachzufragen, aber es scheint sich auszuzahlen. Welche Strategie verfolgen Sie, wenn Sie einen Verkäufer ansprechen? Normalerweise beginne ich mit einer freundlichen Begrüßung und frage dann, ob es aktuelle Aktionen gibt. Höflichkeit kann viel bewirken. Das ist ein solider Ansatz. Ich werde versuchen, das nächste Mal nachzuahmen. Welche Arten von Artikeln kaufen Sie normalerweise mit Rabatten ein? Ich suche oft nach Kleidung und Haushaltswaren. Saisonale Verkäufe können in beiden Fällen erhebliche Einsparungen ermöglichen. Saisonale Verkäufe sind großartig. Ich warte oft auf Räumungsereignisse. Verfolgen Sie bestimmte Geschäfte, um Angebote zu erhalten? Ja, ich behalte die Websites und Social-Media-Seiten meiner Lieblingsgeschäfte im Auge. Dort werden oft exklusive Rabatte angekündigt. Das ist klug. Damit sollte ich auch anfangen. Wie wäre es mit Online-Shopping? Finden Sie dort gute Angebote? Syluf. Viele Online-Händler bieten Rabatte für Erstkunden oder während des Feiertagsverkaufs an. Das ist mir aufgefallen. Verwenden Sie Tools, die Ihnen dabei helfen, die besten Angebote online zu finden? Ja, ich nutze Preisvergleichs-Websites und Browser-Erweiterungen, die mich auf Preissenkungen aufmerksam machen. Sie können sehr hilfreich sein. Das hört sich nützlich an. Ich bin oft mit der Auswahl im Internet überfordert. Haben Sie Tipps, wie Sie den Online-Einkauf einfacher gestalten können? Ich empfehle, vor dem Durchsuchen eine Liste mit dem zu erstellen, was Sie benötigen. Es hilft Ihnen, konzentriert zu bleiben und Spontankäufe zu vermeiden. Das ist eine gute Strategie. Ich habe in der Vergangenheit einige unnötige Einkäufe getätigt. Haben Sie nach dem Einkauf schon einmal etwas zurückgegeben? Ja, ich habe Artikel zurückgegeben, die nicht passten oder nicht meinen Erwartungen entsprachen. Es ist wichtig, die Rückgabebedingungen im Voraus zu kennen. Das stimmt. Das Verständnis der Rückgabebedingungen kann Ihnen viel Ärger ersparen. Welche Erfahrungen haben Sie mit Retouren gemacht? Die meisten meiner Erfahrungen sind positiv, aber ich prüfe immer, ob ich eine Quittung benötige oder ob es eine Frist für die Rücksendung gibt. Das ist klug. Ich werde daran denken, diese Details zu überprüfen. Was ist mit Treuprogrammen? Glaubst du, dass sie es wert sind? Definitiv. Treueprogramme können im Laufe der Zeit zusätzliche Rabatte und Prämien bieten. Stellen Sie einfach sicher, dass es sich um ein Geschäft handelt, in dem Sie häufig Das ist ein einkaufen. toller Tipp. Ich habe mich für einige angemeldet, muss sie aber besser nutzen. Haben Sie ein Lieblingstreueprogramm?
Das Programm in meinem örtlichen Lebensmittelgeschäft gefällt mir sehr gut. Sie bieten für jeden Einkauf Punkte an, die später gegen Rabatte eingelöst werden können. Das klingt vorteilhaft. Ich sollte nach ähnlichen Programmen für Orte suchen, die ich oft besuche. Benutzen Sie jemals Gutscheine? Ja, ich suche vor dem Einkauf immer nach Gutscheinen. Selbst kleine Rabatte können zu erheblichen Einsparungen führen. Damit muss ich anfangen. Es scheint, als gäbe es viele Möglichkeiten, beim Einkaufen Geld zu sparen. Ruf. Mit ein wenig Planung und Recherche können Sie Ihr Einkaufserlebnis optimal nutzen. Lektion 8. Politische Reflexionen. Hallo Anna, heute steht unsere Nation, nach 8 Jahren unter den Tories, am Rande eines völligen Wandels. Es ist ein ziemlich bedeutender Moment in unserer politischen Landschaft. Viele Menschen sehnen sich nach einer Neuausrichtung. Absolut. Die Auswirkungen der letzten 8 Jahre waren tiefgreifend. Was war Ihrer Meinung nach das dringendste Problem? Ich glaube, die Wirtschaft war ein großes Problem. Viele Familien kämpfen mit steigenden Kosten und stagnierenden Löhnen. Das stimmt. Wirtschaftliche Herausforderungen führen oft zu erhöhter Frustration in der Bevölkerung. Glauben Sie, dass die Regierung genug getan hat, um diese Probleme anzugehen? Viele sind der Meinung, dass dies nicht der Fall ist. Es wurden Forderungen nach wirksameren Maßnahmen zur Unterstützung der Bedürftigen laut. Auch im öffentlichen Dienst kam es zu Kürzungen, was die Frustration noch Es verstärkt. ist eine komplexe Situation. Worauf muss sich die neue Regierung Ihrer Meinung nach zuerst konzentrieren? Ich denke, Investitionen in Bildung und Gesundheitsversorgung sollten oberste Priorität haben. Ein starkes Bildungssystem kann zukünftige Generationen stärken. Ich stimme zu. Die Gesundheitsversorgung ist von entscheidender Bedeutung, insbesondere nach den Herausforderungen, die die Pandemie mit sich bringt. Der Zugang zu hochwertiger Gesundheitsversorgung ist für alle Ja, Bürger von darüber entscheidender hinaus Bedeutung. sollte die Bekämpfung des Klimawandels Priorität haben. Wir brauchen eine nachhaltige Politik, um unsere Umwelt für zukünftige Generationen zu schützen. Das ist ein wichtiger Punkt. Der Klimawandel betrifft alle und es sind sofortige Maßnahmen erforderlich. Was können Ihrer Meinung nach Einzelpersonen tun, um einen Beitrag zu leisten? Einzelpersonen können einen Unterschied machen, indem sie Abfall reduzieren, lokale Unternehmen unterstützen und sich für eine umweltfreundliche Politik einsetzen. Jede noch so kleine Ich Aktion mag diese zählt. Perspektive. Es ist ermutigend zu wissen, dass kleine Veränderungen zu erheblichen Auswirkungen führen können. Haben Sie in letzter Zeit persönliche Veränderungen vorgenommen? Ja, ich habe begonnen, wiederverwendbare Beutel zu verwenden und meinen Plastikverbrauch zu reduzieren. Es ist zur Gewohnheit geworden und ich fühle mich gut dabei. Das sind tolle Schritte. Ich habe versucht, häufiger öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen, um meinen CO2-Fußabdruck zu verringern. Das ist eine fantastische Initiative. Öffentliche Verkehrsmittel sind nicht nur umweltfreundlich, sondern tragen auch dazu bei, Verkehrsstaus zu reduzieren. Genau. Es gibt mir auch die Möglichkeit, während meiner Fahrt zur Arbeit Podcasts zu lesen oder anzuhören. Apropos, haben Sie in letzter Zeit interessante Bücher gelesen? Ich habe kürzlich ein Buch über politische Geschichte fertiggestellt und es hat mir ein tieferes Verständnis dafür vermittelt, wie sich unsere Regierung entwickelt hat. Das klingt faszinierend. Die politische Geschichte kann wertvolle Einblicke in aktuelle Ereignisse liefern. Was war das Überraschendste, was Sie gelernt haben? Ich war überrascht, etwas über die verschiedenen Bewegungen zu erfahren, die unsere Demokratie geprägt haben. Es ist eine Erinnerung daran, wie viel Mühe in die Durchsetzung unserer Rechte gesteckt wurde. Das ist eine wichtige Lektion. Das Verständnis unserer Geschichte hilft uns, unsere gegenwärtigen Freiheiten und Verantwortlichkeiten zu schätzen. Definitiv. Es ermutigt uns auch, aktive Teilnehmer unserer Demokratie zu sein. Wahlen und bürgerschaftliches Engagement sind von entscheidender Ich kann Bedeutung. nur zustimmen. Es ist wichtig, dass jeder seine Meinung äußert und die Führungskräfte zur Rechenschaft zieht. Ja, jede Stimme zählt, besonders in Zeiten des Wandels. Wir müssen sicherstellen, dass unsere Stimmen gehört werden. Ich bin gespannt, wie sich die politische Landschaft entwickelt. Es ist eine wichtige Zeit für unsere Nation.
Das ist es wirklich. Hoffen wir auf positive Veränderungen, die allen in unserer Gesellschaft zugutekommen. Lektion 9: Die richtige Übung finden. Hallo Anna, welche Art von Bewegung macht dir am meisten Spaß? Ich mag eine Mischung aus Cardio und Krafttraining. Dadurch bleibt mein Training ausgeglichen und interessant. Das klingt effektiv. Ich konzentriere mich oft auf Cardio, aber ich weiß, dass auch Krafttraining wichtig ist. Welche Cardioaktivitäten bevorzugen Sie? Ich genieße das Laufen und Radfahren. Sie eignen sich hervorragend zum Aufbau von Ausdauer. Höhe. Ich liebe Schwimmen. Es ist ein Ganzkörpertraining und schont die Gelenke. Außerdem ist es im Sommer erfrischend. Schwimmen ist ausgezeichnet. Es zielt auf mehrere Muskelgruppen ab und verbessert die Flexibilität. Schwimmen Sie oft? Ich versuche, mindestens zweimal pro Woche dorthin zu gehen. Es hilft mir, meinen Kopf frei zu bekommen. Haben Sie eine bestimmte Routine für Ihr Training? Ja, normalerweise widme ich ein paar Tage dem Cardio-Training und ein paar Tage dem Krafttraining. Ich integriere auch Yoga für mehr Flexibilität. Yoga klingt wohltuend. Ich habe gehört, dass es die Gesamtkraft und das Gleichgewicht verbessern kann. Wie lange übst du schon? Ich praktiziere jetzt seit etwa 2 Jahren Yoga. Es hat mir auch bei der Entspannung und Achtsamkeit geholfen. Das ist wunderbar. Ich sollte darüber nachdenken, Yoga zu meiner Routine hinzuzufügen. Welchen Stil bevorzugen Sie? Ich genieße Hatha Yoga. Es ist sanft und konzentriert sich auf Grundhaltungen, was perfekt für Anfänger ist. Hatha klingt zugänglich. Ich könnte es versuchen. Besuchen Sie Kurse oder üben Sie zu Hause? Ich mache eine Mischung aus beiden. Der Unterricht bietet Orientierung, aber durch das Üben zu Hause kann ich mich auf mein Tempo konzentrieren. Das ist eine tolle Balance. Ich mache oft Trainingsvideos zu Hause. Sie sind praktisch und sparen Zeit. Ja, mittlerweile sind so viele Online-Ressourcen verfügbar. Es macht es einfacher, Workouts zu finden, die zu Ihrem Stil passen. Wahr, ich wollte schon immer ein hochintensives Intervalltraining Hiit ausprobieren. Hast du es schon einmal gemacht? Ja, ich liebe HIIT. Es ist zeiteffizient und erhöht Ihre Herzfrequenz schnell. Es ist großartig, um Kalorien zu verbrennen. Das klingt verlockend. Wie lange dauern Hiit-Sitzungen normalerweise? Sie dauern typischerweise 20 bis 30 Minuten. Durch die Intensität fühlt es sich kürzer an und Sie können die Übungen an Ihr Fitnessniveau anpassen. Ich mag den Klang davon. Ich muss eine gute Hiit-Routine finden, der ich folgen kann. Haben Sie Empfehlungen? Es gibt viele tolle HIIT-Workouts online. Ich schlage vor, mit anfängerfreundlichen Routinen zu beginnen, um den Einstieg zu erleichtern. Das ist eine gute Idee. Ich werde nach einigen Hiit-Workouts für Anfänger suchen. Verfolgen Sie Ihren Fortschritt? Ja, ich führe ein Trainingstagebuch. Es hilft mir, motiviert zu bleiben und meine Fortschritte im Laufe der Zeit zu sehen. Das ist ein fantastischer Ansatz. Ich sollte auch anfangen, meine Trainingseinheiten zu verfolgen. Es würde mir helfen, Verantwortung zu übernehmen. Definitiv. Es kann ermutigend sein, zurückzublicken und zu sehen, wie weit man gekommen ist. Außerdem können Sie sich neue Fitnessziele setzen. Apropos Ziele. Haben Sie im Moment konkrete Fitnessziele? Mein Ziel ist es, meine Laufdistanz zu erhöhen. Ich möchte nächstes Jahr an einem Halbmarathon teilnehmen. Das ist ein spannendes Ziel. Ich habe darüber nachgedacht, für einen 5K im Lauf zu trainieren. Es scheint ein machbarer Anfang zu sein. Ein 5 km-Lauf ist ein toller Anfang. Es ist machbar und kann Sie motivieren, später größere Entfernungen zu erkunden. Lektion 10: Kommunikationskanäle analysieren. Hallo Anna, ich habe über die Wirksamkeit all unserer Kommunikationskanäle nachgedacht. Es ist wichtig zu analysieren, welche am besten funktionieren. Ich stimme voll und ganz zu.
Das Verständnis der Leistung jedes Kanals kann uns dabei helfen, unsere Strategien für die Zukunft zu optimieren. Genau. Analysen werden unsere zukünftigen Entscheidungen leiten. Sind Ihnen bestimmte Kanäle aufgefallen, die besonders hervorstechen? Ja, ich habe gesehen, dass Social-Media-Plattformen viel Engagement erzeugen. Sie scheinen bei unserem Publikum gut anzukommen. Das ist interessant. Welche Plattformen sind Ihrer Meinung nach für uns am effektivsten? Ich glaube, dass Instagram und Facebook führend sind. Sie ermöglichen es uns, Bilder und Geschichten zu teilen, die bei unseren Followern Anklang finden. Diese Plattformen eignen sich hervorragend für visuelle Inhalte. Was ist mit traditionellen Kanälen wie E-Mail? Denken Sie, dass sie immer noch relevant sind? Ruf. E-Mail-Marketing hat einen hohen Return on Investment. Wenn es richtig gemacht wird, kann es ein engagiertes Publikum effektiv erreichen. Das ist ein guter Punkt. Wir sollten unsere Öffnungsraten und Klickraten analysieren, um die Wirksamkeit zu messen. Haben Sie unsere neuesten Kennzahlen überprüft? Ja, unsere letzte Kampagne hatte eine ordentliche Öffnungsrate, aber die Klickrate könnte sich definitiv verbessern. Möglicherweise benötigen wir überzeugendere Betreffzeilen. Ich stimme zu. Eine eingängige Betreffzeile kann das Engagement erheblich beeinflussen. Wir sollten ein paar kreative Ideen für unsere nächste Kampagne sammeln. Folge dir. Darüber hinaus könnte die Segmentierung unserer Zielgruppe unsere Botschaften personalisieren und die Relevanz erhöhen. Ja, die gezielte Ausrichtung auf bestimmte Zielgruppen kann unsere Kommunikation effektiver machen. Haben Sie über bestimmte Segmente nachgedacht, auf die wir uns konzentrieren sollten? Wir könnten eine Segmentierung nach Interessen oder früherem Engagement in Betracht ziehen. Es würde uns helfen, Inhalte so anzupassen, dass sie bei jeder Gruppe Anklang finden. Das klingt vielversprechend. Wir könnten auch Umfragen durchführen, um Feedback zu den Wünschen unserer Zielgruppe zu sammeln. Umfragen sind eine fantastische Möglichkeit, Erkenntnisse direkt von unserem Publikum zu gewinnen. Es zeigt, dass wir auch ihre Meinung wertschätzen. Genau. Die Interaktion mit unserem Publikum kann Loyalität und Vertrauen aufbauen. Was denken Sie über die Rolle von Inhalten in unseren Kanälen? Die Qualität der Inhalte ist von entscheidender Bedeutung. Hochwertige, relevante Inhalte regen zum Teilen an und erhöhen die organische Reichweite. Reicht's. Wir sollten uns darauf konzentrieren, wertvolle Inhalte zu erstellen, die unser Publikum aufklären oder unterhalten. Welche Arten von Inhalten sollten wir Ihrer Meinung nach priorisieren? Ich schlage eine Mischung aus lehrreichen Artikeln, ansprechenden Videos und interaktiven Beiträgen vor. Diese Vielfalt kann auf unterschiedliche Vorlieben eingehen. Eine vielfältige Content-Strategie klingt effektiv. Denken Sie, dass wir auch über Influencer-Partnerschaften nachdenken sollten? Ja, die Zusammenarbeit mit Influencern kann unsere Reichweite vergrößern. Sie können unsere Marke einem breiteren Publikum vorstellen und die Glaubwürdigkeit erhöhen. Das ist eine tolle Strategie. Wir sollten Influencer identifizieren, die mit unseren Werten und unserer Zielgruppe übereinstimmen. Haben Sie nach potenziellen Partnern gesucht? Ich habe eine Liste einiger Influencer in unserer Nische geführt. Ich denke, dass Ihre Zielgruppe unsere Marke gut annehmen würde. Perfekt. Wir können Sie mit einem Vorschlag kontaktieren. Es ist spannend, über die Wachstumsmöglichkeiten nachzudenken. In der Tat, durch den Einsatz von Analysen und effektiven Kommunikationskanälen können wir unsere Reichweite und unser Engagement erheblich steigern. Lektion 11: Wochenendpläne und Aktivitäten. Hallo Anna, ich habe mit ein paar Freunden über unsere Wochenendpläne gesprochen. Es hört sich so an, als würde es großartig werden. Das klingt spannend. Was hast du geplant? Wir denken darüber nach, zum Picknick in den Park zu gehen. Ich bringe ein paar Frisbees und ein paar Snacks mit. Ein Picknick im Park ist eine wunderbare Idee. Welche Snacks erwägen Sie? Ich habe vor, ein paar Sandwiches, Obst und vielleicht ein paar Chips einzupacken. Einfach, aber lecker. Perfekt. Das sind immer Publikumslieblinge. Glaubst du, dass du außer Frisbee noch andere Spiele spielen wirst?
Ja, vielleicht spielen wir auch etwas Volleyball. Es macht Spaß, alle an körperlichen Aktivitäten zu beteiligen. Volleyball klingt nach einem Riesenspaß. Es kann ein ziemliches Training sein und trotzdem Spaß machen. Spielst du oft? Nicht so oft, wie ich möchte, aber ich versuche immer dabei zu sein, wenn meine Freunde ein Spiel organisieren. Und du? Ich spiele gelegentlich, aber auch Badminton macht mir großen Spaß. Es ist großartig für Beweglichkeit und Reflexe. Badminton macht viel Spaß. Es erfordert schnelle Bewegungen. Spielst du Einzel oder Doppel? Normalerweise spiele ich Doppel. Es fügt ein soziales Element hinzu und Sie können sich auf die Unterstützung Ihres Partners verlassen. Das ist ein guter Punkt. Teamwork macht es noch angenehmer. Hast du einen Lieblingspartner zum Spielen? Ja, meine Freundin Lisa und ich haben eine tolle Chemie auf dem Platz. Wir kommunizieren während der Spiele gut. Das ist wichtig. Gute Kommunikation kann im Mannschaftssport einen großen Unterschied machen. Haben Sie an Turnieren teilgenommen? Wir haben letzten Sommer an einem lokalen Turnier teilgenommen. Es war hart umkämpft, aber wir hatten viel Spaß. Das ist beeindruckend. Wie hast du platziert? Wir haben es bis ins Halbfinale geschafft, was besser war, als wir erwartet hatten. Insgesamt war es eine tolle Erfahrung. Ich würde gerne eines Tages an einem Turnier teilnehmen. Es muss spannend sein, sich mit anderen zu messen. Das ist es auf jeden Fall. Die Energie und Aufregung sind ansteckend. Außerdem lernst du neue Leute kennen, die deine Interessen teilen. Networking durch Sport ist eine großartige Möglichkeit, neue Freunde zu finden. Gibt es noch andere Aktivitäten, die Sie im Freien genießen? Ich liebe auch das Wandern. Die Natur zu erkunden und aktiv zu sein ist erfrischend. Wandern Sie oft? Ich versuche ein paar Mal im Monat wandern zu gehen. Es gibt einige schöne Wanderwege in der Nähe. Haben Sie einen Lieblingswanderplatz? Ja, es gibt einen Weg in den Hügeln, der atemberaubende Ausblicke bietet. Es ist etwas anspruchsvoll, aber die Landschaft lohnt sich. Das klingt erstaunlich. Ich liebe eine gute Aussicht nach einer Wanderung. Gehst du normalerweise mit Freunden oder alleine? Ich gehe am liebsten mit Freunden. Es ist motivierender und wir können die Erfahrung gemeinsam teilen. Ich stimme zu. Das Teilen von Momenten mit Freunden macht sie unvergesslicher. Planen Sie bald Wanderungen? Ja, ich habe vor, nächstes Wochenende zu fahren, wenn das Wetter schön ist. Vielleicht lade ich ein paar Freunde ein, mitzumachen. Das ist eine tolle Idee. Ich würde gerne mitmachen, wenn Sie Platz haben. Es würde Spaß machen, es gemeinsam zu erkunden. Ruf, je mehr, desto besser. Es ist immer schön, eine Gruppe zu haben, mit der man die Natur genießen kann. Ich werde auch ein paar Snacks für die Wanderung mitbringen. Es ist wichtig, energiegeladen zu bleiben. Definitiv. Snacks sind wichtig, um beim Wandern die Energie aufrechtzuerhalten. Ich kann das Abenteuer kaum erwarten. Lektion 12: Eine Lesike einrichten. Hallo Anna, ich habe darüber nachgedacht, zu Hause eine gemütliche Lesig einzurichten. Das klingt nach einer wunderbaren Idee. Ein spezieller Bereich zum Lesen kann das Erlebnis wirklich bereichern. Genau, ich möchte, dass es ein gemütlicher Bereich ist, in dem ich mich entspannen und meine Bücher genießen kann. Habt ihr Tipps für die Einrichtung? Stelle- Wählen Sie zunächst eine ruhige Ecke in Ihrem Zuhause, die viel natürliches Licht erhält. Es macht das Lesen viel angenehmer. Das ist ein toller Vorschlag. Natürliches Licht kann eine warme Atmosphäre schaffen. Was ist mit Möbeln? Ein bequemer Stuhl oder ein kleines Zweisitzer-Sofa wären perfekt. Auch das Hinzufügen weicher Kissen kann die Atmosphäre einladender gestalten. Ich liebe die Idee mit Kissen. Sie können einen Farbtupfer hinzufügen und dem Raum eine gemütliche Atmosphäre verleihen. Sollte ich auch einen kleinen Tisch hinzufügen? Ja, ein Beistelltisch ist unerlässlich. Es bietet Platz für Ihre Bücher, eine Tasse Tee oder sogar eine kleine Lampe für zusätzliches Licht.
Eine Lampe ist eine gute Idee. Ich lese oft abends. Meinst du, ich sollte ein paar Regale einbauen? Hilf. Regale können Ihre Lieblingsbücher und Dekorationen präsentieren. Sie helfen auch dabei, alles organisiert zu halten. Das klingt perfekt. Ich würde gerne meine Sammlung zeigen. Welche weiteren Elemente kann ich hinzufügen, um es gemütlicher zu machen? Für kühle Abende können Sie eine Decke mitbringen. Auch ein kleiner Teppich kann für mehr Wärme und Komfort unter den Füßen sorgen. Eine Überwurfdecke ist eine nette Geste. Dadurch wirkt der Raum einladender. Was ist mit Dekorationen? Erwägen Sie das Hinzufügen von Pflanzen oder Kunstwerken, um Ihrer Ecke eine persönliche Note zu verleihen. Grün kann den Raum zum Leben erwecken und Kunst kann sie Ich inspirieren. liebe Pflanzen. Sie verschönern nicht nur den Raum, sondern verbessern auch die Luftqualität. Haben Sie Lieblingspflanzen für Innenräume? Ich empfehle Sukkulenten oder Schlangenpflanzen. Sie sind pflegeleicht und gedeihen im Innenbereich. Außerdem sehen sie stilvoll aus. Die klingen perfekt. Ich bin nicht der Beste darin, Pflanzen am Leben zu halten, daher sind Optionen mit geringem Wartungsaufwand ideal für mich. Ich verstehe vollkommen. Eine weitere tolle Ergänzung könnte ein kleines Bücherregal oder ein Zeitschriftenständer sein, um für Ordnung zu sorgen. Das ist eine kluge Idee. Es hilft dabei, den Bereich organisiert zu halten und macht es einfacher, das zu finden, was ich lesen möchte. Ja, und vergessen Sie nicht, persönliche Akzente hinzuzufügen, wie gerahmte Fotos oder Erinnerungsstücke, die Sie inspirieren. Ich werde auf jeden Fall einige persönliche Gegenstände hinzufügen. Es ist wichtig, dass sich die Ecke wie ein Spiegelbild von mir anfühlt. Ja, diese Verbindung macht den Raum noch angenehmer. Haben Sie bestimmte Bücher, die Sie in Ihrer Ecke lesen möchten? Ich habe ein paar Romane in der Reihe, zusammen mit einigen Sachbüchern zu Themen wie Psychologie und Philosophie. Das klingt faszinierend. Ein Genremix kann Ihr Leseleben spannend halten. Tarnen Sie sich an, diese Ziel zu setzen. Ich habe darüber nachgedacht. Vielleicht wäre es ein guter Anfang, jeden Monat ein Buch zu lesen. Was ist mit dir? Normalerweise setze ich mir das Ziel, mindestens 2 Bücher pro Monat zu lesen. Es hilft mir, konzentriert zu bleiben und neue Autoren zu entdecken. 2 Bücher klingen ehrgeizig, aber ich mag die Herausforderung. Ich könnte versuchen, mein Ziel zu erhöhen, wenn ich mich wohler fühle. Das ist der Geist. Eine gemütliche Lesecke wird Sie auf jeden Fall motivieren, mehr Zeit mit Ihren Büchern zu verbringen. Lektion 13. Erkundung der Wasserfälle. Hi Anna, warst du schon einmal in den Niagarafällen? Ich habe so viel darüber gehört, besonders über die kanadischen Horses Hohe Falls. Ja, ich war letzten Sommer dort. Die Canadian Horses Hohe Falls sind tatsächlich breiter und beeindruckender als die American Falls. Die Aussicht ist atemberaubend. Ich kann es mir nur vorstellen. Was hat Ihnen an Ihrem Besuch am meisten gefallen? Die schiere Kraft der Wasserfälle ist erstaunlich. Wenn Sie dort stehen, können Sie den Nebel auf Ihrem Gesicht spüren und das Geräusch ist donnernd. Das klingt berauschend. Ich habe Bilder gesehen, aber es persönlich zu erleben, muss eine ganz andere Ebene sein. Vesuv. Auch die Farben des Wassers sind faszinierend, besonders wenn das Sonnenlicht genau richtig darauf trifft. Haben Sie während Ihres Aufenthalts Bootstouren unternommen? Ja, ich habe an der berühmten Might of the Mist Tour teilgenommen. Es bringt Sie ganz nah an die Wasserfälle heran. Sie stellen Ponchos zur Verfügung, damit sie trocken bleiben, aber trotzdem ein bisschen nass werden. Das hört sich nach einer Menge Spaß an. Ich habe gehört, dass die Aussicht vom Boot aus unglaublich ist. Konnten Sie ein paar gute Fotos machen? Ich habe ein paar tolle Aufnahmen gemacht. Allerdings ist es eine Herausforderung, die Wasserfälle in ihrer ganzen Pracht einzufangen. Der Nebel kann manchmal die Sicht beeinträchtigen. Ich kann mir vorstellen, dass das schwierig sein würde. Haben Sie auch die Aussichtsplattformen besucht? Ja, die Decks bieten einen fantastischen Panoramablick. Von dort oben kann man das Ausmaß der Wasserfälle wirklich schätzen.
Ich würde gerne sowohl die Nah- als auch die Fernsicht erleben. Was gibt es sonst noch rund um die Niagarafälle zu unternehmen? In der Nähe gibt es mehrere Sehenswürdigkeiten wie botanische Gärten und Wanderwege. Sie können auch das Schmetterlingskonservatorium Niagara Parks besuchen. Das klingt herrlich. Ich liebe Schmetterlinge. Wie war es im Wintergarten? Es war magisch. Sie wandern durch eine tropische Umgebung voller wunderschöner Schmetterlinge in allen Farben. Es ist, als würde man in eine andere Welt eintreten. Ich kann es mir vorstellen. Haben Sie während Ihres Aufenthalts etwas Interessantes erfahren? Ja, ich habe etwas über den Lebenszyklus von Schmetterlingen gelernt und wie wichtig sie für unser Ökosystem sind. Es war sowohl lehrreich als auch unterhaltsam. Das ist wunderbar. Es ist großartig, Spaß mit Lernen zu verbinden. Haben Sie während Ihres Aufenthalts in Niagara lokales Essen probiert? Definitiv. Ich habe die berühmten Bava-Teils probiert, köstliches frittiertes Gebäck. Sie werden mit verschiedenen Belegen serviert und ich kann sie wärmstens empfehlen. Ich habe davon gehört. Sie klingen köstlich. Ich muss sie unbedingt ausprobieren, wenn ich gehe. Haben Sie gute Restaurants gefunden? Ja, es gibt viele Möglichkeiten. Ich genoss ein schönes Abendessen mit Blick auf die Wasserfälle. Die Aussicht beim Essen war genauso atemberaubend wie das Essen. Essen mit Aussicht klingt perfekt. Ich freue mich immer mehr auf den Besuch. Wie haben Sie sich dort fortbewegt? Die Gegend lässt sich gut zu Fuß erkunden, aber es gibt auch Trolleybusse und Busse, die eine weitere Erkundung erleichtern. Das ist praktisch. Ich schätze Orte, an denen man sich leicht zurechtfinden kann. Haben Sie Tipps für jemanden, der zum ersten Mal hier ist? Ich würde empfehlen, früh am Morgen zu gehen, um Menschenmassen zu vermeiden und vor Ihrer Reise das Wetter zu überprüfen. Die Wasserfälle sind zu jeder Jahreszeit atemberaubend. Toller Rat. Das werde ich mir merken. Ich kann es kaum erwarten, die Schönheit der Niagarafälle selbst zu erleben. Du wirst es leben. Es ist einer dieser Orte, der Ihnen noch lange nach Ihrer Abreise in Erinnerung bleibt. Lektion 14. Die Wunder der Vulkane. Hallo Anna, ich habe in letzter Zeit über Vulkane gelesen und es ist faszinierend, wie sie manchmal immer noch mit spektakulären Lavaexplosionen ausbrechen können. Das stimmt. Vulkane sind unglaublich mächtige Naturphänomene. Sind Ihnen bei Ihrer Lektüre bestimmte Vulkane begegnet? Ja, ich habe auf Hawaii vom Mauna Kea erfahren. Es ist interessant festzustellen, dass es sich zwar um einen ruhenden Vulkan handelt, aber gemessen von seiner Basis auf dem Meeresboden der höchste Berg der Welt ist. Das ist erstaunlich. Ich fand Mauna Kea schon immer faszinierend. Seine Höhe ist beeindruckend, vor allem weil er so weit aus dem Meer herausragt. Genau, es ist ein einzigartiges geologisches Merkmal. Ich habe auch gelesen, dass es aufgrund seiner Höhenlage und des klaren Himmels ein beliebter Ort für die Astronomie ist. Ja, die Observatorien dort nutzen die Höhe, um die Sterne und Planeten zu studieren. Die Bedingungen sind perfekt für astronomische Beobachtungen. Haben Sie jemals Mauna Kea besucht oder Vulkane persönlich gesehen? Ich war vor ein paar Jahren auf Hawaii und habe einige der Vulkanlandschaften erkundet. Der Anblick der Krater war sowohl beeindruckend als auch demütigend. Das muss ein unglaubliches Erlebnis gewesen sein. Was ist Ihnen bei Ihrem Besuch am meisten aufgefallen? Der Kontrast zwischen dem üppigen Grün und dem rauen Vulkangestein war beeindruckend. Es ist eine Erinnerung an die Kraft und Schönheit der Natur. Ich kann es mir vorstellen. Die Vielfalt der Landschaften muss faszinierend sein. Haben Sie etwas über die lokale Kultur im Zusammenhang mit den Vulkanen erfahren? Ja, die hawaiianische Kultur hat eine tiefe Verbindung zum Land und viele Geschichten drehen sich um die Vulkane. Sie haben für die Einheimischen eine bedeutende spirituelle Bedeutung. Das ist aufschlussreich. Es ist wichtig, die kulturellen Aspekte solcher Naturmerkmale zu respektieren und zu verstehen. Was haben Sie beim Erkunden sonst noch gemacht? Ich bin durch die Gegend gewandert und habe sogar einige Lavaröhren gesehen, die durch fließende Lava entstanden sind.
Es war, als würde man in eine andere Welt eintauchen. Lavaröhren klingen faszinierend. Ich habe gehört, dass sie erstaunliche unterirdische Formationen schaffen können. Konnten Sie das Innere eines davon erkunden? Ja, wir haben ein paar davon besucht. Die Wände waren glatt und glänzend vom Lavastrom und es fühlte sich surreal an, sich in einer Struktur zu befinden, die durch uralte Eruptionen entstanden war. Das klingt nach einem Abenteuer. Haben Sie Hitze gespürt oder Anzeichen vulkanischer Aktivität gesehen? Obwohl es in den von uns besuchten Röhren keinen aktiven Lavastrom gab, konnte man dennoch die Wärme der Erde spüren. Es war eine Erinnerung daran, dass die Vulkane unter der Oberfläche noch am Leben sind. Das ist ein spannender Gedanke. Es betont wirklich die Kraft der Natur. Haben Sie etwas über andere bemerkenswerte Vulkane auf der ganzen Welt erfahren? Ja, Moondeste. Jens in Washington ist ein weiteres faszinierendes Beispiel. Sein Ausbruch im Jahr 1980 war eines der bedeutendsten Vulkanereignisse in der Geschichte der Ich USA. habe von diesem Ausbruch gelesen. Es veränderte die Landschaft drastisch und hatte nachhaltige Auswirkungen auf die Umwelt. Ja, die Erholung des Gebiets war bemerkenswert und zeigt, wie widerstandsfähig die Natur sein kann. Es ist interessant zu sehen, wie sich Ökosysteme nach solchen Ereignissen Die anpassen. Natur hat wirklich eine Art, sich zu erholen. Dadurch schätze ich das empfindliche Gleichgewicht unserer Ökosysteme noch mehr. Definitiv. Es ist eine Erinnerung an die Vernetzung des Lebens und die Kraft der Naturkräfte. Glaubst du, du würdest jemals einen Vulkan besteigen wollen? Ich würde gerne. Es wäre ein unglaubliches Erlebnis, die geologischen Formationen aus nächster Nähe zu sehen und mehr über die vulkanische Aktivität zu erfahren. Ich ermutige sie, es zu tun. Jeder Vulkan hat seine eigene Geschichte und Schönheit. Es kann ein aufregendes Abenteuer und eine Chance sein, mit der Natur in Kontakt zu kommen. Lektion 15. Abendpläne. Hi Anna, ich freue mich auf unsere Abendessenpläne. Hört sich für mich gut an. Um wie viel Uhr sollten wir uns treffen? Wir treffen uns um 19 Uhr vor dem Restaurant. Funktioniert das für Sie? Das funktioniert perfekt. Ich habe mich darauf gefreut, diesen neuen italienischen Ort auszuprobieren. Hast du etwas davon gehört? Ja, ich habe einige tolle Rezensionen gelesen. Die Leute schwärmen von ihrer Pasta und dem Ambiente. Es soll ein schöner Abend werden. Ich liebe eine gute Atmosphäre beim Essen. Haben Sie ein Lieblingsnudelgericht, das Sie bestellen möchten? Ich denke darüber nach, die Fettuccine Alfredo zu probieren. Es ist eines meiner Lieblingsgerichte, besonders wenn es aus frischen Zutaten zubereitet wird. Das hört sich köstlich an. Ich könnte mich für die Spaghetti Carbonara entscheiden. Ich habe gehört, dass Sie es außergewöhnlich gut machen. Carbonara ist ein Klassiker. Es ist immer ein Hit. Haben Sie schon einmal versucht, es zu Hause zuzubereiten? Ich habe es einmal versucht, aber es war nicht so cremig, wie ich wollte. Ich glaube, ich brauche mehr Übung in der Küche. Das Kochen kann schwierig sein, insbesondere bei Soßen. Ich empfehle die Verwendung hochwertiger Zutaten. Sie machen einen erheblichen Unterschied. Das ist ein guter Punkt. Frische Eier und guter Käse können das Gericht aufwerten. Kochen Sie oft gerne? Retour. Für mich ist es therapeutisch. Ich liebe es, mit neuen Rezepten und Geschmacksrichtungen zu experimentieren. Was ist mit dir? Ich genieße es, aber ich bleibe eher bei einfacheren Gerichten. Ich bin eher ein Bäcker als ein Koch. Ich finde Backen entspannend. Backen ist eine Wissenschaft. Was backst du gerne? Ich backe oft Kekse und Kuchen. Es hat etwas Befriedigendes, eine warme Portion aus dem Ofen zu holen. Ich stimme zu. Frisch gebackenen Keksen kann man kaum widerstehen. Haben Sie ein Lieblingsplätzchenrezept? Ja, mein Rezept für Schokoladenkekse ist ein Hieb bei Freunden und Familie. Es ist zäh und voller Schokolade. Das klingt erstaunlich. Ich würde sie gerne eines Tages ausprobieren. Vielleicht können wir zusammen eine Backsession veranstalten. Das würde Spaß machen. Wir konnten Tipps austauschen und verschiedene Geschmacksrichtungen ausprobieren. Welche anderen Desserts machen Sie gerne?
Ich backe auch gerne Obstkuchen. Sie sind farbenfroh und erfrischend, besonders im Sommer. Obstdatchen sind wunderschön. Die Kombination aus Gebäck und frischem Obst ist herrlich. Verwenden Sie ein bestimmtes Rezept? Ja, ich habe ein Lieblingsrezept für die Krusten- und Vanillepuddingfüllung. Es ist einfach, beeindruckt aber immer. Ich würde gerne lernen, wie man solche Törtchen macht. Backen ist eine großartige Möglichkeit, Liebe und Kreativität zu teilen. Sylwuf, es ist eine wunderbare Möglichkeit, Menschen zusammenzubringen. Apropos, hast du vor, etwas zu unserem Abendessen mitzubringen? Ich habe darüber nachgedacht, eine Flasche Wein zum Teilen mitzubringen. Haben Sie eine Präferenz? Ein schöner Rotwein würde die Pasta perfekt ergänzen. Ich schätze Ihre Rücksichtnahme. Ich hole mir unterwegs eine Flasche. Es soll unser Abendessen noch angenehmer machen. Ich freue mich darauf. Es ist eine großartige Möglichkeit, nach einer anstrengenden Woche zu entspannen. Lektion 16. Geschätzte Erinnerungen. Hallo Anna, ich habe kürzlich ein paar alte Fotoalben durchgesehen und dabei sind so viele Erinnerungen an geliebte Menschen zurückgekommen. Das klingt wirklich besonders. Fotos können Momente festhalten, die uns für immer in Erinnerung bleiben. Hast du ein Lieblingsfoto? Ja, da ist eine aus meiner Familie von vor ein paar Sommern am Strand. Wir lachten alle und hatten eine tolle Zeit. Es zaubert mir ein Lächeln ins Gesicht. Ich kann es mir vorstellen. Strandtage sind immer voller Freude. Machen Sie oft Fotos bei Familientreffen? Absolut. Ich versuche, ehrliche Momente einzufangen, da sie oft die wahre Essenz unserer gemeinsamen Zeit zeigen. Was ist mit dir? Ich liebe es, bei Feiern zu fotografieren, insbesondere bei Geburtstagen und Feiertagen. Es ist schön, zurückzublicken und zu sehen, wie sich jeder im Laufe der Jahre verändert hat. Das stimmt. Es ist faszinierend zu sehen, wie Kinder aufwachsen und wie sich Familiendynamiken entwickeln. Haben Sie eine bestimmte Tradition, die Sie gerne fotografieren? Ja, bei unseren Familientreffen machen wir immer ein Gruppenfoto. Es ist eine Tradition, die vor Jahren begann, und es macht Spaß zu sehen, wie sich unsere Familie vergrößert hat. Das ist eine wunderbare Tradition. Gruppenfotos können die Bindung zwischen Familienmitgliedern wirklich zeigen. Rahmen Sie eines dieser Bilder ein? Ja, ich habe ein paar davon gerahmt und in meinem Wohnzimmer ausgestellt. Sie bringen Wärme in den Raum und regen Gespräche mit Gästen an. Das ist eine tolle Idee. Sich mit Erinnerungen zu umgeben, kann eine beruhigende Atmosphäre schaffen. Glaubst du, dass du ein neues Fotoprojekt starten wirst? Ich habe über ein Projekt nachgedacht, bei dem ich kleine Momente im täglichen Leben wie Kochen oder Gartenarbeit dokumentiere. Es wäre schön, das Gewöhnliche zu schätzen. Das klingt nach einem fantastischen Projekt. Das Einfangen alltäglicher Momente kann Schönheit offenbaren, die oft unbemerkt bleibt. Was hat Sie dazu inspiriert, damit zu beginnen? Mir wurde klar, dass das Leben schnell geht und ich möchte selbst die einfachen Dinge schätzen. Es ist eine Möglichkeit, langsamer zu werden und nachzudenken. Ich verstehe dieses Gefühl vollkommen. Manchmal konzentrieren wir uns zu sehr auf große Ereignisse und übersehen die kleinen Freuden. Ja, jeder Tag bietet etwas Einzigartiges, wenn wir uns die Zeit nehmen, es wahrzunehmen. Ich denke, es kann eine lohnende Erfahrung sein. Ich stimme zu. Haben Sie darüber nachgedacht, Ihr Projekt in den sozialen Medien zu teilen? Da vielleicht. Das Teilen könnte andere dazu inspirieren, ihre täglichen Momente ebenfalls zu schätzen. Außerdem verbindet es mich mit einer größeren Community. Das ist eine großartige Möglichkeit, mit anderen in Kontakt zu treten. Es ist wunderbar, wie Fotografie Verbindungen schaffen und Kreativität fördern kann. Sylwuf, ich liebe es zu sehen, wie unterschiedliche Menschen ihr Leben festhalten. Jede Perspektive fügt unserem Verständnis der Welt eine neue Ebene hinzu. Haben Sie schon einmal an Fotochallenges oder Wettbewerben teilgenommen? Ja, sie sind eine unterhaltsame Möglichkeit, ihre kreativen Grenzen zu erweitern und neue Techniken auszuprobieren.
Es ist spannend zu sehen, wie andere das gleiche Thema Das klingt interpretieren. faszinierend. Ich würde gerne eine solche Herausforderung ausprobieren. Es könnte mir helfen, meine Fähigkeiten zu verbessern und neue Ideen zu gewinnen. Definitiv. Es ist eine großartige Möglichkeit zu lernen. Außerdem kann es unglaublich wertvoll sein, Feedback von anderen zu erhalten. Ich muss nach bevorstehenden Herausforderungen Ausschau halten. Haben Sie Empfehlungen für Ressourcen zur Verbesserung der fotografischen Fähigkeiten? Es gibt viele Online-Kurse und Tutorials. Websites wie Skizare und YouTube bieten eine Fülle von Wissen für alle Fähigkeitsstufen. Das klingt nach hervorragenden Ressourcen. Ich werde sie mir ansehen. Ich freue mich über die Aussicht, meine Fotografie zu verbessern. Ich kann es kaum erwarten, Ihre Fortschritte zu sehen. Denken Sie daran, das Wichtigste ist, den Prozess zu genießen und Spaß daran zu haben, Momente festzuhalten. Lektion 17, Nachmittagspläne. Hallo Anna, es ist ein wunderschöner Nachmittag. Was hast du vor? Hallo John, ich hole meine Schwester vom Bahnhof ab. Sie ist übers Wochenende zu Besuch. Hallo. Das hört sich gut an. Ich beende gerade ein paar Arbeiten und dann habe ich vor, im Park spazieren zu gehen. Es ist ein perfekter Tag dafür. Ein Spaziergang klingt erfrischend. Haben Sie eine Lieblingsroute durch den Park, die Sie gerne nehmen? Ja, es gibt einen schönen Weg, der um den See herumführt. Die Aussicht ist atemberaubend, besonders wenn die Bäume gerade blühen. Das muss schön sein. Ich liebe es, von der Natur umgeben zu sein. Es ist so beruhigend. Planen Sie, während Ihres Spaziergangs Fotos zu machen. Definitiv. Ich bringe immer meine Kamera mit. Ich möchte die leuchtenden Farben der Blumen und die Spiegelungen im Wasser einfangen. Das klingt nach einer tollen Idee. Naturfotografie kann so lohnend sein. Arbeiten Sie an bestimmten Fotoprojekten? Im Moment nicht, aber ich denke darüber nach, ein Projekt zu starten, das sich auf den Wechsel der Jahreszeiten konzentriert. Ich möchte dokumentieren, wie sich der Park im Laufe des Jahres verändert. Das ist ein wunderbares Konzept. Die Erfassung saisonaler Veränderungen kann die Schönheit und Vielfalt der Natur wirklich hervorheben. Genau. Es wäre interessant, den Kontrast zwischen Sommer und Winter zu sehen. Machen Sie auch Outdoor-Aktivitäten Spaß? Ja, ich liebe es zu wandern und neue Wege zu erkunden. Es hat etwas Aufregendes, in der Natur unterwegs zu sein und neue Orte zu entdecken. Wandern ist eine fantastische Möglichkeit, aktiv zu bleiben und sich mit der Umwelt zu verbinden. Haben Sie einen Lieblingswanderplatz? In den nahegelegenen Bergen gibt es einen wunderschönen Weg, der zu einem atemberaubenden Wasserfall führt. Es ist etwas anspruchsvoll, aber die Aussicht ist es wert. Das klingt erstaunlich. Ich würde gerne einmal mit dir dorthin wandern. Wasserfälle sind auch immer ein tolles Fotomotiv. Ruf. Und das Rauschen des Wassers ist so beruhigend. Es ist auch ein perfekter Ort für ein Picknick. Ein Picknick am Wasserfall wäre herrlich. Wir könnten ein paar Snacks mitbringen und die Landschaft genießen. Was würden Sie für ein Picknick einpacken? Ich würde wahrscheinlich ein paar sandwiches, frisches Obst und vielleicht ein paar Kekse mitbringen. Einfach und doch lecker. Das klingt nach einer tollen Verbreitung. Ich würde der Mischung etwas Käse und Cracker hinzufügen. Haben Sie eine Lieblingskäsesorte? Ich liebe Brie. Es ist cremig und passt gut zu Obst. Was ist mit dir? Ich bin ein Fan von scharfem Cheddar. Es verleiht jedem Snack einen schönen Kick. Wir könnten eine schöne Käseplatte für unser Picknick zubereiten. Das klingt perfekt. Wir sollten bald einen Picknickausflug planen. Es wäre eine schöne Möglichkeit, gemeinsam Zeit im Freien zu verbringen. Ich stimme zu. Behalten wir das Wetter im Auge und finden wir ein Wochenende, das für uns beide passt. Definitiv. Ich freue mich darauf. Es wird eine unterhaltsame Art sein, gemeinsam zu entspannen und die Natur zu genießen. Es wird sein. Und wer weiß, vielleicht entdecken wir dort sogar ein paar Wildtiere. Das wäre spannend.
Ich liebe es, Vögel und andere Tiere in ihrem natürlichen Lebensraum zu beobachten. Es trägt zum Abenteuer bei.